Hi, ich bin Simon und ich möchte dir in diesem Video den Modus Aggressivität nach den Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmollke erklären. Dein Modus beschreibt die Art und Weise, wie du dein Entwicklungsziel erreichst und dein Leben am kraftvollsten führst. Zum besseren Verständnis des Kontextes empfehle ich dir mein Einführungsvideo in die Modi und mein Einführungsvideo in die Archetypen der Seele und Seelenlehre anzuschauen. Ich bin hier. Ich mache das jetzt. Versucht mich bloß nicht aufzuhalten. Eine Tonne Hektik ersetzt kein Gramm Dynamik. Peter Horton. Wer Großes versucht, ist bewundernswert, auch wenn er fällt. Seneca. Der Modus Aggressivität ist der siebte und letzte der 7 Modi. Er befindet sich in der Spalte der Energie 7. Deswegen gehört er zur souveränen, bewegenden und unermüdlichen Grundenergie 7. Zudem liegt er genauso wie der gegenteilige Modus Ausdauer auf der Aktionsebene. Beim Modus Aggressivität geht es somit um Aktionismus und Handlungen. Alle Archetypen der Energien 5, 6 und 7 sind männlich und somit ist auch dieser Modus der männlichen Dualität zugeordnet. Menschen mit männlichen Modi wirken etwas extrovertierter und nach außen gewandter als Menschen mit weiblichen Modi. Ich werde jetzt ein paar Fakten zum Modus Aggressivität aufzählen. Interessiert dich dein Modus? Kannst du ja mal schauen, ob du mit den Ausführungen in Resonanz gehst. Ist deine Seelenrolle König, wirst du dich vermutlich in einer abgeschwächten Form von diesem Modus angesprochen fühlen. Er ist ja der königlichen Energie 7 zugeordnet. Menschen mit dem Modus Aggressivität schöpfen ihre Kraft, indem sie sich vorwagen, durchsetzen und eine fruchtbare und kreative Wirkung entfalten. Sie erreichen ihr Entwicklungsziel durch dynamisches Voranschreiten. Ich persönlich bin eher unzufrieden mit der Bezeichnung Aggressivität, weil sie sehr negativ konnotiert ist. Mir wäre deswegen ein neutralerer Überbegriff lieber, aber ich möchte mich in meinen Videos nach den Bezeichnungen der Quelle richten. Aggressivität ist nicht gleichzusetzen mit verbaler, psychischer und körperlicher Gewalt. Aggressivität bedeutet, die eigenen dynamischen, aggressiven und schöpferischen Energien einzusetzen, sodass man selbst profitieren kann und andere noch dazu. Menschen mit dem Modus Aggressivität haben die meisten Energien unter allen Modi zur Verfügung. Die Energien drängen, stoßen, lassen nicht locker, wollen etwas erreichen, wollen Handlungen und Wirkungen hervorrufen und nehmen sich das, was sie brauchen. Menschen mit dem Modus Aggressivität können kaum stillhalten, weil sie ständig zum Tun angetrieben werden. Sie haben Probleme, ihre Dynamik unter Kontrolle zu bringen. Und deswegen ist es für sie sinnvoll, ihre Energien zu kanalisieren. Sie sollten sie möglichst in Richtungen lenken, die für sie und andere gewinnbringend sind. In Ausnahmefällen könnte sich die Aggressivität sogar gegen sie selbst und ihre Mitmenschen richten. Menschen mit dem Modus Aggressivität benötigen häufiger als andere verbale Auseinandersetzungen. Streitigkeiten können eine reinigende Wirkung für sie haben. Dafür brauchen sie Menschen, die ihre positive Dynamik begrüßen und sie ihnen nicht übel nehmen. Kinder mit dem Modus Aggressivität lernen häufig nicht, ihre Kräfte zu erproben, ihre Energien wahrzunehmen und sie auf gesunde Weise zu kontrollieren. Das liegt daran, dass ihre Eltern ihr Verhalten tabuisieren und unterbinden. Menschen mit dem Modus Aggressivität können Angst davor bekommen, dass die Energien sich verselbstständigen, sie überwältigen und zu zerstörerischen Handlungen verleiten. Dann lassen sie ihre Energien nicht mehr frei fließen. Sie hemmen ihre schöpferische Angriffslust. Werden Menschen mit dem Modus Aggressivität häufiger zum Opfer aggressiver Handlungen, liegt das daran, dass sie ihre Mitmenschen ihre aufgestauten Energien ausleben lassen. Oftmals wählen Seelen Aggressivität als Modus, um besondere Erfahrungen zu machen. Sie möchten beispielsweise Gewalt von einer Seite beleuchten, die nicht zerstörerisch ist. Der Modus Aggressivität hat den Minuspol Streitsucht und den Pluspol Dynamik. Menschen im Minuspol Streitsucht
gehen mit ihrer Aggressivität auf angstvolle Art und Weise um. Sie projizieren ihre eigenen fehlgeleiteten Energien auf ihre Umwelt. Dadurch befürchten sie, den aggressiven Reaktionen anderer ausgeliefert zu sein. Sie vermuten überall Aggressionen und Feindseligkeiten. Menschen in diesem Minuspol suchen sich Auseinandersetzungen, toben und streiten. Sie glauben, dass sie sich durch Aufgeben jeglicher Hemmungen von ihren Energien befreien können. Jede Auseinandersetzung ist gerechtfertigt, um den eigenen Überdruck loszuwerden. In ihnen entstehen Unlust und Frustrationen. Es genügt selbst der kleinste Anlass, um Explosionen und destruktive Handlungen hervorzurufen. Streitigkeiten können zu bösen Worten, Tätlichkeiten, körperlich verletzenden Handlungen und Mordlust führen. Menschen im Pluspol-Dynamik versetzen auf liebevolle Weise sich und andere in Bewegung. Ihre Energien haben eine kreative, befruchtende und schöpferische Wirkung. Sie ermöglichen ihnen, Ideen zu fördern, sich durchzusetzen und sich mutig in unbekanntes Terrain zu begeben. Menschen in diesem Pluspol können sich in Bereiche des Lebens vorwagen, vor denen andere zurückschrecken. Sie haben die Fähigkeit, sich auf positive Weise zu verweigern und zu verteidigen. Darüber hinaus können sie ihre eigenen Grenzen aktiv aufzeigen, die Gegenüber zurückdrängen und wirkungsvoll auf Distanz halten. Sie stecken ihren Herrschaftsbereich ab und verteidigen ihn gegen jeglichen Übergriff. Menschen in diesem Pluspol haben keine Angst, für ihre Dynamik als aggressiv oder verletzend verurteilt zu werden. Sie zeigen ihre Kraft und Aggressivität mit Würde. Dadurch verschaffen sie sich Respekt. Sie werden für ihre Zivilcourage und Einsatzbereitschaft bewundert. Außerdem können sie zu großen Vorbildern und Pionieren werden und die Welt enorm beeinflussen. Hast du den Modus Aggressivität oder glaubst du ihn zu haben? Welche Erfahrungen hast du bis jetzt mit dem Modus Aggressivität gesammelt? Kommentiere das gerne unter dem Video. Mich würde auch interessieren, wie du das Video fandest, was ich besser machen und was ich nochmal näher erläutern könnte. Ein Beispiel für eine bekannte Persönlichkeit mit dem Modus Aggressivität ist Mahmoud Ahmadinejad. Das US-amerikanische Medium José Stevens zählt auch Shirley Temple Black als weiteres Beispiel auf. Viele Boxer wie Muhammad Ali haben laut ihm auch diesen Modus. Für mehr Informationen zu den Modi empfehle ich das Buch Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmollke und zur Erkundung deines Modus das Archetypenhandbuch. Auf der Webseite www.septana.de findest du Trance-Medien, die dir deinen Modus und andere Archetypen ermitteln und dich darüber hinaus noch beraten können. Auf der Webseite www.seelenakademie.org gibt es weiterführende Informationen, Materialien und Möglichkeiten des Austauschs. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und darüber, dass du das Video mit anderen teilst. Wenn du mehr Videos zu den Archetypen der Seele und Seelenlehre nach Wada Hasselmann und Frank Schmollke anschauen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Schön, dass du dabei warst. Dein Simon.